willkommen zurück beim Puchshop Show. Wir sind heute hier wieder mit Erik. Erik, willkommen. Schon wieder hier. Ja, wieso? Ja. Wir haben eine Elektronik-Sache und wir haben hier heute eine MVT und Elektronik und Chris. Das ist ein Problem, Ja, ne? geht nicht zusammen. Ja, geht nicht zusammen, nee. Weil ich kann eigentlich alles erzählen über Puch, aber Elektronik, oh, da habe ich echt wirklich keinen Bock drauf. Und speziell, ja, nur eigentlich PVL, Ja. das geht, aber weiter Originalzündungen und ja, speziell hier eine MVT. Und wieso heute eine MVT? Das Problem ist, dass viele Leute kaufen es, weil es ist einfach eine der besten, die wir haben, denke ich, Erik. Ne? Ja. Ne? Einfach einbauen, hat viel Wattage, also Für Licht, ja. für Licht, also 55 Watt, Ja. 12 Volt Umrüstung, also man kann Hase damit jagen, ne? Ja. Ne? Weil wenn man da auf eine Landstraße fährt, dann Ja. wham, oder man kann mit Puch, fährt man ja. Ja. Okay, Problem ist, dass viele Leute Probleme haben beim Anschluss von dieser Zündung. Ja, Anschluss oder Einbau. Der Anleitung ist in Französisch, aber ja. Ja, man kann aber zählen kann man reden, Ja. lesen. Also gut. Diese Version ist erneuert. Das war früher mit Spule und eine separate CDI. Ja. Das hat eine feste Kurve, also ist eine analoge Zündung. Und die haben das jetzt ein bisschen leicht gemacht, alles in eins. Ja. Also CDI und Spule sind jetzt hier drinnen. Und ja, eigentlich wollen wir heute zeigen, wie man das am Puch einbaut. Da haben wir wieder unsere Stickerbomb, ne, unser Probefahrzeug. Ja. Und wir bauen das einfach heute ein und wir zeigen das, wie das geht. Und dann bekommen wir nimmer eine MVT wieder zurück. Leute schicken es zurück, sagen, ja, es funktioniert nicht, wir haben keinen Funken, startet nicht, nur so eine kleine Funke. Und dann sagen wir, ja, einfach nochmal versuchen, bitte Anleitung anhalten. Aber dann noch bekommen die Leute das nicht am Laufen. Und dann bekommen wir es hier zurück natürlich im Chef. Ja. Wir testen das immer. Einmal treten, starten, läuft. Wir fahren eine Runde. Immer okay. Wir haben noch nimmer eine MVT gehabt, der nicht funktioniert, der zurückgekommen ist. Fangen wir mal an. Was brauchen wir eigentlich alles, Erik? Wir haben hier unsere Werkzeug, haben wir rumliegen. Laufen wir mal hier hin. Kannst du das mal ein bisschen erklären, was wir brauchen? Wir haben schon ein bisschen vorbereitet, Jungs. Ja. Ne? Wir haben hier, da war ein PVL drauf, haben wir ausgebaut. Ja. Messuhr ist bereits drin. Ja. Das muss man haben natürlich. Entweder diese oder diese mit Stäbchen. Was brauchen wir alles? Was brauchen wir? Imbusschlüssel 4. 4? Ja, der 5 eigentlich für den Polrad. Ja. Polradzieher. Ja. Ne? Schlüssel 15 für die Polradmutter. Ja. Schlüssel 10 für die Spule. Ja, okay. Und ein Schraubendreher. Und Kolbenstopper. Kolbenstopper, ja. Unser favorites Werkzeug. Ne? Puristen, die weinen jetzt. Die hassen das. Die hassen das, aber wir lieben das. Ja. Also Einbau leicht gemacht. Einbau von Kupplung, Einbau von Zündung. Eigentlich leicht gemacht mit einem Kolbenstopper. Ja. Also kein Problem. Adapterplatte. Adapterplatte. Wir haben einen Stator. Eine Stator. Nennen wir das mit alle Draden dran. Alle Draht dran. Eine Rotor. Und diese CDI mit Spule. Ja. Und was ist noch mehr im Paket? Ja, ein paar Imbus und ein paar Schrauben. kleine Schrauben. Ja. Weiter ist es eigentlich nichts. Na Jungs, was wir jetzt machen, wir leihen diese Zündkabel vom PVL jetzt. Die habe ich von weil PVL geklaut. Die ist beim MVT-Set nicht einbegriffen. Nein. Also ja, da muss man eigentlich dabei bestellen eine Zündkerzenstecker und Zündkerzenkabel. Na, wenn wir die haben, wir nehmen das jetzt einfach, wie gesagt, vom PVL. Ja. Und machen wir weiter. Wir haben hier, das ist echt ein Testmofa. Kann man sehen, wir haben hier vorbereitet. Am Rahmen sind 2 Bolzen angeschweißt. Ne? Ja. Wir machen uns das selber natürlich auch leicht, Jungs. Ne? Da kann man gleich die Erdung dran machen. Ja. Erdung kann man natürlich auch am Motor machen oder am Rahmen. Aber das muss alles gut blitzblank sein natürlich. Ja. Ohne Lack, Und eigentlich ohne Pulver. am besten am Rahmen. Nicht am Motor?
Nein. Und wenn man eine extra Draht ziehen will zum Motor, wenn Leute, da sind Leute, die wollen das gerne, da kann man das immer machen natürlich. Ne? Schwarz-Rot für die Spule und Weiß-Schwarz für die Absteller. Ja. Und dann bekommt man hier natürlich noch Weiß und Gelb. Wofür sind die denn? Das für die Beleuchtung. Beleuchtung. Also gelb. Der Weiß und Gelb gehen nach Spannungsregler Ja. und davon weiter nach Beleuchtung. Diese Zündungen sind immer Wechselspannung. Wenn man eine Batterie fahren will, wir haben hier so eine Batterieaufnahme gemacht, so. Ja. Mit Knopf stellt man um auf Gleichspannung. Ja. Stimmt das? Ja. Dann braucht man einen Spannungsregler und auch noch einen Gleichrichter? Ja. Okay, okay, super. Dann sind wir angekommen, denke ich, beim Abstimmung. Ja. Und diese Zündung stellt man ein auf 0, Ja. 0 mm oder 0 Grad, wie man Ja. sagen will, Vorzündung. Ja. Okay, also da ist eine Kurve drin. Ja. Er verfrüht nach, du weißt das besser als ich, Ja, ich habe es ein bisschen rumgeschaut. rumgeschaut. Bis 2500 Umdrehungen Ja. ist er eigentlich so ein bisschen 12 bis 18 Grad Vorzündung. Vorzündung. Dann verfrüht er. Dann fährt man ab. Fährt man ab, dann verfrüht er nach ungefähr 30 Grad Ja, und dann geht man wieder später nach den 18 Grad. nach den 18 Grad. Ja. Okay, na super. Wissen wir das auch alles, Jungs? Also auf 0 einstellen. Der Motor dreht rechtsom natürlich. Ja, Wenn ich rechts umdrehe, geht die Nadel. Und wenn ich links umgehe, geht er auch wieder zurück. ja. Das ist also Ja. Oberstotpunkt. Oberstotpunkt. Und da müssen wir auch sein bei dieser Zündung. Ja. Normalerweise bei einer Standardzündung 1.4 mit einer schnellen Ja. Zylinder, ne, 50 egal oder 70 Kubik egal. Ja. Wenn man Vorzündung einstellen will bei einer anderen Zündung, dann dreht man die Kurbelwelle nach links. Auch wichtig natürlich, ne? Weil es ist ein rechtsumdrehender Motor. Ja. Okay, alles klar. Gut. Na, Ja. da haben wir Streifen Streifen am Rotor. am Rotor. Wir haben hier eine- Diese rote. Ja, Stator, 2 Streifen. Hier eine für links umdrehend und da eine für rechts umdrehend. Steht auch in der Anleitung, ne? Steht in Anleitung. Ah, Ja. super. Okay, alles klar. Dus es ist eigentlich egal, wo man der Stator montiert. Ja, weil es ist natürlich auf 0. Im Rotor ist auch kein Keile. Keil braucht man nicht. Nein. Konizität von Kurbelwelle ist mehr als Ja. genug. Und hier der Rotor, Streifen. Streifen zusammen. Ah, warte mal. Es ist wieder Hammer Time. Hammer time. Wieso? Ja. Wieso? Weil wenn man diese Mutter andreht, dann kann natürlich dieser Rotor ein bisschen verschieben mit Andrehen vom Mutter. Also Ja. was wir immer machen, da können wir gleich wieder zurück. Wenn der Rotor an der richtigen Stelle ist, ein kleines, mehr braucht es echt nicht, Nein. dann ist das gesichert, ne? Und kann das nicht mehr drehen, wenn man die Mutter dreht. Also jetzt geht unsere Messuhr raus, So raus. geht Kolbenstopper rein, Ja. keine, wie sagt man das, so eine Luftschlüssel drauf machen, Jungs, bitte nicht, weil dann kann Kurbelwelle kann brechen. Mit diesem Kolbenstopper ist das auch keine gute Idee. So. Und jetzt, ja, so. Das Werkstatthandbuch sagt 30 Newtonmeter. Dann suchen wir wieder das Oberstotpunkt. Eigentlich übereinstimmen. Stimmt das übrigens nicht überein, Ja. dann kann man das sehr einfach hier diese Ja. Imbusmutter löschen und dann kann man das noch ein bisschen Ja. nachstellen. Man Ne? sieht, nicht ganz auf Oberstootpunkt. Na, dann machen wir das gleich. Dann können wir das gleich zeigen. Daher ist eine Kontrolle so wichtig, Jungs. Kann man da mit der Rotor, da sind Slitsen drin, ne? Of mit der Stator, da sind Ja. Slitsen drin. Kann man das noch ein bisschen nachstellen. Und der Rotor ist magnetisch natürlich. Ja. Oh ja, natürlich auch. Ja. Und jetzt. Wir bekommen das zurück und es ist echt kaputt. Das sehen wir auch natürlich, wenn wir das testen. Dann schicken wir es an Lieferant und das erste, was der Lieferant sagt, ey, Ja. da ist keine Erdung dran gewesen, keine Garantie. Also, wichtig zu wissen, Jungs. Hier mal kontrollieren, ob wir Funke haben. Kontrollieren, Hände weg. Nein, Ja, geht das? wenn ich festhält, ist gut. Ja, Natürlich, selbstverständlich haben wir Funk. nicht
Wegnehmen von Zylinder. Nee. Dann gehen die Haare. Dann gehen die Haare hoch, ja. Bei mir zu viel passiert. Man braucht für diese Zündung auch keine andere Pora-Deckel, ne? Das passt ohne Probleme. Ja. Mal schauen, wie das geht. Hat schon eine Weile nicht gelaufen, ne? Nein. Nee. Choke drauf. Hat noch kein Benzin. Wow. Lauf. Oh, Jungs. Ey. 5-mal treten. Und hat, denke ich, 2 Monate nicht gelaufen. Ja. Also, man sieht einfach, funktioniert einwandfrei. Man hat jetzt eine Zündung. Nimmer mehr Punkte abstimmen. Keine Probleme mit alten Polrädern. Keine Probleme mit diesen Keilen. Und man hat 55 Watt Leucht. Ja. Jungs, wir finden das einfach super. Können vielleicht noch mal eine kleine Drive-by machen. Ja, Jungs, und wieso eigentlich eine Innenrotor? Was ist das große Vorteil? Ich denke, Gasreaktion. Ja. Wenn man aus die Kurve kommt, ja, man gibt Gas. Es hat wenig Schwingmasse am Kurbelwelle eigentlich. Also viel leichter. Also Gasverhältnis ist eigentlich ja, von unten aus bis Mittelgebiet viel besser als eine Originalzündung. Man hört eigentlich gleich, dass so ein Motor ganz anders läuft. Ne? Das ist mehr, ja, wie sagt man, Dampf. Man hört das jetzt schon mit dieser leise Auspuff, hört man das eigentlich schon. Man bemerkt einfach, dass man Technik ja, aus 2023 eingebaut hat. Ja. Ne? So einfach ist es. Ja, Jungs, man hört es gleich, ne? So ein Ding, das macht einfach der Unterschied, ne? Ja. Es ist, wenn man am Gas geht, es ist gleich da, Power ist gleich da. Ja. Ich hoffe, ihr habt etwas davon gehabt, ne? Das war der erste Video nach unserem Urlaub. Wir haben natürlich noch unsere Motor von meiner weißen Playmobil-Buch. Ja. Haben wir noch rumliegen. Ja. Revidieren wir noch. Also, wir sehen einander diese Woche noch, Erik. Ja. Willst du eine andere Zündung noch sehen? Schreib es in die Kommentare. Sind er noch Fragen? In die Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal. Erik, ich danke dir. Ja. Und ciao.